Hi, ich bin Timo von CloudWorks und ich möchte euch zeigen, wie wir mit unserem Tool, unserer Erweiterung, Salesforce-Erweiterung Integrate, den Signaturanbieter Signhost in weniger als einer Stunde mit einem kompletten Use Case vollständig in Salesforce integriert bekommen. Und wie will ich euch das zeigen? Also erstmal werde ich euch das Endergebnis zeigen, damit starten wir und dann werde ich darüber sprechen, was ich in diesem Salesforce-System denn vorbereitend alles erledigt habe. Und dann, ja, am Ende gibt es ein Tutorial, in dem ich Step für Step durchführe, durch die exakte Konfiguration, die dann auch in der Demo ja schon zu sehen war, quasi. Genau. Viel Spaß damit. So, ich zeige euch jetzt den Prozess. Wir befinden uns hier auf Ebene eines Contract-Datensatzes mit unserem Testdokument im Anhang und haben hier unsere Schaltfläche Start Signature. Und wenn wir hier drauf drücken, wird eine ganze Reihe an Aktionen im Hintergrund ausgeführt. Konkret 4 verschiedene Callouts zu Schnittstellenanbieter Signhost, zur Erzeugung einer Transaktion bei Signhost, zum Upload von Metadaten, zum Upload von unserem File und am Ende dann zum Starten der Transaktion. Ja, und Signhost hat uns jetzt auch schon die erste E-Mail zugeschickt zur Unterschrift. Ich teile das Browserfenster, in dem ich das gerade öffne. Und wir sehen hier das Dokument, können auf Weiter klicken, können das Ganze unterzeichnen, gemäß des Prozesses von Signhost. Ne, der Prozess wird dann entsprechend weitergeführt und wir haben auch jetzt schon die nächste E-Mail bekommen ähm, zum Unterzeichnen auch wieder. Auch das Fenster teile ich wieder. Gleiches Spiel, wir sehen jetzt hier schon die erste Unterschrift. Weiter unterzeichnen. Ja, und haben damit den Prozess einmal durchgespielt. Signhost verschickt dann im Anschluss noch E-Mails mit dem fertig unterzeichneten Dokument. Zur Vorbereitung auf die Implementierung dieses Use Cases haben wir einige Custom-Felder auf Ebene des Standard Contract Objekts angelegt zur Speicherung der ID, der Transaktions-ID, die uns Signhost gibt, und 2 Flags, die zur Prozessführung dienen. Ja, dann haben wir Integrate installiert natürlich, und wir haben ein Testdokument angelegt, das jetzt, ich sag mal, hässlich einen Vertrag symbolisiert, anhand dessen wir dann diesen Signaturvorgang auch einmal demonstrieren können. Und das war's. Wir starten die Konfiguration, indem wir einen Provider anlegen in Integrate für Signhost, klicken dazu hier auf New, geben den Namen ein, Signhost, und haben dann die Möglichkeit, hier eine Base-URL zu hinterlegen. Ja, da können wir uns beispielsweise an der API-Dokumentation von Signhost orientieren. Da geht diese Basis-URL daraus hervor. Hier haben wir sie beispielsweise. Kopieren wir uns hier rein, klicken auf Speichern und haben damit den Provider grundsätzlich angelegt. Wichtig jetzt zu konfigurieren, die Autorisierungsinformationen, klicken wir auf Authorization zu. Wir haben von Signhost ein Token bekommen, ein Text-Token, und dieses Token muss übergeben werden. Authorization in einem Header mit einem Header-Präfix API Key, auch das geht aus der Doku hervor, und hier trägt man dann den Token selbst ein. Ich trage jetzt hier irgendetwas ein, aus Datenschutzgründen schlicht, das werde ich im Nachgang natürlich durch den richtigen Token noch ersetzen. Klicke auf Speichern und habe damit den Provider selbst erstmal fertig konfiguriert. Es geht weiter mit der Konfiguration von Endpunkten. Wir brauchen zur Abbildung dieses Use Cases 4 Endpunkte, die angesprochen werden müssen. Einen Endpunkt zum Erstellen der Transaktion bei Signhost, einen Endpunkt zum Hochladen von Metadaten, einen Endpunkt zum Hochladen der Datei, die unterschrieben werden soll, und dann einen Endpunkt zum Starten dieses Signaturvorgangs. Und wir starten hier mit dem ersten Endpunkt, indem wir hier auf New klicken, und den nennen wir Create Transaction. Vom Wording her orientiere ich mich da jetzt an dem Wording, das auch Signhost einen eigenen Doku nimmt. Ja. Genau, und können hier jetzt konfigurieren, ja, ist ein Callout, genau,
vom Typ Post und die URL, auch die bekommen wir aus der Doku, nennt sich, kopiere ich mir rüber, API/Transaction. Können wir abspeichern. Wir wechseln in diesen Endpunkt rein und jetzt gilt es, die Attribute zu konfigurieren. Attribute sagen dem System, in welcher Struktur Daten von der Schnittstelle von uns erwartet werden und in welcher Struktur diese Daten auch wieder Antwortdaten zurückkommen. Und das ist am einfachsten, indem man hier über diesen Configure-Button geht und dann erstmal die Richtung auswählt. Wir wollen also erstmal ausgehende Struktur konfigurieren und starten mit einem Header, den Signhost von uns erwartet. Der Header heißt Application, ist ein Wert und ist einfach ein String, der dort übergeben werden muss. Speichern wir ab. Und jetzt konfigurieren wir uns noch ausgehend die Architektur des Bodies. Content Type Application JSON, das ist hier schon korrekt. Und ich habe hier auf dem anderen Monitor Beispiel, Callouts und Antworten der Schnittstelle bekommt man auch aus der Doku, ja, hier teilweise. Ich habe vorher aber auch Tests mit Postman gemacht. Kopiere mir daraus jetzt Test Request, Test Antworten und kopiere die nach dem Klick auf diese Import-Schaltfläche einfach rein. So, jetzt hat es ein bisschen gedauert. Und Integrate legt dann automatisch diese Attributarchitektur gemäß des Beispiels an. Wir können hier auf Speichern klicken und uns jetzt noch der eingehenden Struktur, also der Antwortstruktur von Signhost widmen. Gleiches Spiel, aber Inbound haben wir jetzt ausgewählt, Location Body, Application JSON ist auch korrekt. Klicken hier wieder auf Import. Ich wechsle das Fenster und kopiere mir hier eine Beispielantwort, die ich von Signhost bekommen habe, kopiere die rein, klicke auf Import und die Struktur wird so, wie sie in dieser Beispielantwort ist, übernommen. Speichern. Und damit haben wir den ersten Endpunkt fertig angelegt. Wir legen jetzt erst die Endpunkte an und widmen uns dann noch dem Anlegen der Mappings, da gehe ich dann später drauf ein. Das heißt, wir wechseln erstmal nochmal zurück in den Provider und erzeugen den nächsten Endpunkt. Diesmal geht es um das Hochladen von Metadaten. Und wir nennen den add metadata, ist vom Typ Callout, Methode ist auch hier wieder, ist hier put, genau, und die URL, das ist jetzt hier ein Stückchen besonders, die kopiere ich mir auch von meinem anderen Screen. Grundsätzlich API/Transaction und dann müssen wir hier mit Platzhaltern arbeiten, die dann bei Callout ersetzt werden, nämlich mit Feldern des Contract-Datensatzes, auf dessen Ebene wir arbeiten. Und diese Platzhalter können wir jetzt hier frei eintragen. Wenn wir hier aber Fehler machen, wird spätestens bei Aktivierung des Mappings später die Validierung greifen und uns darauf aufmerksam machen. So schaut das dann im Prinzip aus. Ich klicke auf Speichern. Und auch hier können wir es jetzt so machen, ne, dass wir erstmal die Attribute ausgehend konfigurieren. Auch hier erstmal dieses Header-Attribut, das wir in jedem Callout brauchen. Application zufügen und speichern. Und dann den Body, Outbound, Body, Application JSON ist korrekt. Ich klicke auf Import, kopiere das rein und die Struktur wird übernommen. Inbound brauchen wir hier nichts konfigurieren, weil uns hier nur das Ausgehende interessiert. Wir müssen keine Daten, die wir von der Schnittstelle zurückbekommen, weiterverarbeiten. Deswegen reicht das hier an der Stelle schon aus. Wechseln zurück in den Provider, legen den dritten Endpunkt an, nämlich den zum Hinzufügen eines Files. Den nennen wir auch add File, ist ein Callout vom Typ put und die URL ist die gleiche wie bei dem Metadaten-Endpunkt. Der Unterschied liegt in den Daten, die dann dort übermittelt werden oder in der Struktur, die dort übermittelt wird. Wir konfigurieren erstmal wieder outbound
den Header, Value Application, fügen wir hinzu, speichern wir und konfigurieren Outbound den Body. Ich wechsle mein Fenster und kopiere mir. Nee, muss ich nichts kopieren, weil hier haben wir nicht mehr Application JSON als Content Type jetzt, sondern Application Octet Stream, also wir übermitteln eine Datei. Da gibt es nichts weiter zu konfigurieren. Speichern das Ganze ab und sind dann hier mit der Konfiguration dieses Endpunkts auch schon fertig. Wir wechseln jetzt wieder zurück in den Provider und legen den letzten Endpunkt an, nämlich den zum Starten der Transaktion. Start Transaction, upsie, Transaction ist ein Callout vom Typ mit Methode Put und die URL verwendet auch wieder Platzhalter, API, Transaction, dann die ID der Transaktion, die wir uns dann auch jetzt im Laufe der Konfiguration in dieses Feld speichern werden und dann Start, speichern wir, wechseln in diesen Endpunkt rein, konfigurieren Outbound unseren Header, Application ist ein Value, so, und dann zudem nichts weiter an dieser Stelle. Ja? Also auch hier muss man wirklich nur die URL aufrufen und nichts übergeben. Ja? Und wir müssen auch nichts zurückbekommen. Uns interessiert eigentlich nur die HTTP-Response, ob das ein Erfolg ist oder nicht. So, jetzt haben wir alle Endpunkte angelegt. Und jetzt geht es um das Anlegen der zugehörigen Mappings. Wir fangen wieder an mit diesem Endpunkt Create Transaction. Hier haben wir jetzt die Liste der Mappings und können hier auf New klicken. Ein paar Worte quasi dazu, was denn ein Mapping grundsätzlich ist. Das Mapping verheiratet jetzt Salesforce-Datenarchitektur mit den Attributen, mit der Attributstruktur, die wir hier mit dem Endpunkt konfiguriert haben, sagt also dem System, woher denn Daten genommen werden sollen, die an die Schnittstelle geschickt werden sollen und wohin denn Daten aus der Schnittstelle eventuell wieder zurückgespeichert werden sollen. Und das machen wir jetzt. Ich nenne das genauso wie ein Endpunkt, Create Mapping. Speichere ich, öffne ich. So, in den Mappings muss man jetzt zweierlei Sachen konfigurieren. Das eine ist, wir müssen den Datenkontext mitgeben. Also wir müssen dem System sagen, ja, bei welchem Objekt wir starten und welche weiteren dazugehörigen Objekte wir irgendwie verwenden wollen in dem Kontext dieses Callouts. Und wir müssen Data Configurations konfigurieren. Das ist ähnlich wie bei den Endpunkten die Attribute, also das konkrete Mapping von Werten. Datenkontext soll das Standard Contract Objekt mal primär sein. Den suchen wir. Und wir haben unterhalb dieses Contracts oder in dem Contract zwei Felder, eine Lookup-Relationship auf einen User, eine Lookup-Relationship auf einen Kontakt. Und jeweils diesen User und diesen Kontakt wollen wir für diesen Prozess auch verwenden. Das sind die unterschreibenden Personen letztlich. Wir können hier auf Add Children klicken und haben dann hier Zugriff auf die Lookup-Relationships, Customer Signed ID und Company Signed ID. Das sind die beiden, die uns interessieren. Im unteren Bereich hier auf Create klicken. Wenn wir neu laden, sehen wir, dass diese Scopes korrekt angelegt wurden. Wechseln zurück in das Mapping. Klicken jetzt hier auf Configure. Konfigurieren Outbound erstmal unseren Header. Dort gibt es nur dieses eine Attribut. Wir wollen dort einen festen Wert reinschreiben. Und ja, was erwartet jetzt hier Signhost von uns? Einen fixen Schlüssel-App-Key und dann einen wirklichen App-Key, den wir von Signhost bekommen. Da trage ich jetzt wieder irgendwas ein aus Datenschutzgründen, das ersetze ich dann später. Speichern wir, klicken erneut auf Configure, wollen wieder Outbound-Struktur konfigurieren, das Datenmapping besser gesagt konfigurieren, wo im Body und haben jetzt hier eine ganze Reihe an Werten, die konfiguriert werden müssen. So parallel hier auf meinem anderen Bildschirm öffne ich mir mal meine Gedankenstütze, damit ich jetzt nichts Wichtiges vergesse. Body. So. Wir haben einmal den Language-Parameter.
Damit geben wir dem System die Informationen, welche Sprache wir selber als Auslöser haben. Da geht es um E-Mail-Benachrichtigungen etc., dass die in der korrekten Sprache übermittelt werden. Wir haben einen Flag, Send Email Notifications, dass wir hier hart immer auf True setzen wollen. Und dann gilt es, die Unterschreibenden zu konfigurieren. Ja, das ist ein Attribut, dem zwei Objekte übermittelt werden. Also müssen wir hier zwei Objekte auch erstellen. Eines für den User und eines für den Kontakt. Und die konfigurieren wir jetzt der Reihe nach durch. Wir haben hier ein paar Attribute, die einfach befüllt werden müssen, hart. Die Sprache auch wieder hier. Das ist wieder dieses de-de. Wir haben ein boolisches Flag, Send Sign Request, das einfach immer true sein soll. Und wir haben einen Text. Exemplarisch nehme ich da einen, den ich jetzt auch schon vorbereitet habe. Genau. Da kann ja jeder beliebige Text eingefügt werden. So, dann haben wir noch die E-Mail-Adresse dieses Unterschreibenden und dort möchten wir jetzt die E-Mail-Adresse des Users referenzieren. Also wählen wir hier als Scope den User aus. Und dann haben wir hier alle User-Felder zur Verfügung, können dann hier das E-Mail-Feld auswählen und sind mit einem Teil der Konfiguration hier schon fertig. Es gibt hier noch untergehörig ein weiteres Objekt, Verifications, das wir auch konfigurieren wollen. Fügen wir hinzu, klicken auf Configure, haben darin dann ein Attribut, das nennt sich Type. Und dieses Type-Attribut braucht den Wert Consent. So. Wir gehen zurück, wechseln in den zweiten Signer, den wir hier angelegt haben und machen das gleiche nochmal. Days to Remind waren 14, Sprache ist de-de, Send Sign Request immer true, Sign Request Message. Das kann man alles auch dynamisch befüllen, wenn das gewünscht ist. Jetzt an der Stelle befülle ich es mit statischem Text, ja, weil das für mich für den Test oder für die Demo jetzt hier völlig ausreicht. Dann wieder dieses Verifications Unterobjekt fügen wir hinzu, wechseln in diese Konfiguration, wählen das Typ-Attribut aus und befüllen das mit Consent. So, speichern. Und sind mit der Konfiguration an dieser Stelle des ersten Mappings fertig. Ich sehe gerade, hier habe ich noch einen Fehler gemacht, nicht Create Mapping, sondern Create Transaction. So, jetzt muss das Mapping noch aktiviert werden, dass wir es später verwenden können. Dafür klicke ich auf Activate. Das System prüft und validiert nochmal alle eingegebenen Daten. Ich klicke auf Confirm und dann sehe ich hier so einen kleinen Haken in der Checkbox Active und kann mit der Konfiguration des nächsten Mappings weiterverfahren. Wir wechseln zurück in den Provider, wechseln in den nächsten Endpunkt zum Hinzufügen der Metadaten und erzeugen jetzt auch hier das entsprechende Mapping. Nenne ich genauso wie den Endpunkt, deswegen habe ich mit dem Namen des Endpunktes gerade rauskopiert. Add Metadata und speichern das Ganze ab. Und jetzt geht es erstmal wieder los mit dem Kontext, also mit dem Datenkontext, mit den Scopes, die konfiguriert werden müssen. Wir starten auch hier mit dem Contract. Und hier wollen wir uns dann die Datei, die dem Contract anhängt, auch noch mit in den Datenkontext aufnehmen. Das heißt, wir wechseln diese Contract Scope, klicken auf Add Children und können dann hier nach Content Document Link suchen, erstellen uns das als Child Scope. Und jetzt wollen wir nicht nur den Content Document Link, sondern wir wollen auch das Content Document. Jetzt hat man die Möglichkeit, hier auch mit Record Rules zu arbeiten. Das heißt, wir sagen dem System noch, bitte liefer uns maximal ein Dokument zurück, weil alles andere interessiert uns nicht. Fügen jetzt als Child Scope zu diesem Content Document Link Content
das Content Document hinzu und haben uns damit den Datenkontext, den wir benötigen, konfiguriert. So, jetzt wechseln wir zurück in das Mapping. Da bin ich jetzt hier gerade und dann klicken wir auf Configure. Wir starten mit dem Header, den wir in dem Endpunkt konfiguriert haben. Wir haben den Header Application und hier muss rein, genauso wie bei dem ersten Endpunkt, den wir konfiguriert haben, einmal dieses Keyword AppKey und dann den AppKey, den wir von SignHost tatsächlich auch bekommen haben. Jetzt wieder ein Platzhalter. Speichern. Wieder auf Configure klicken. Diesmal wollen wir den Body konfigurieren. Und auch hier muss ich jetzt einmal schauen, dass ich keinen Fehler mache, was denn alles konfiguriert wird. Genau, der Display Name, den haben wir. Zuallererst, da können wir reinschreiben, was wir wollen. Das könnte man auch dynamisch befüllen. Ich schreibe jetzt hier einfach mal Contract Fix rein. Dann haben wir ein Unterobjekt Formsets und ein Unterobjekt Signers. Beide müssen konfiguriert werden. Wir beginnen mit den Formsets. Unterhalb dieser Formsets gibt es also zwei Attribute, die darunter hängen, zwei Objekte, die darunter hängen, einmal Signature 1 und Signature 2. Jetzt in diesem Beispiel zumindest. Die müssen wir auch beide hinzufügen und beide konfigurieren. Wir gehen erst in Signature 1. Darunter ein Unterobjekt, das da wieder heißt Signature 1. Das gibt uns SignHost so vor. Diese Struktur, die wirkt, ist ein bisschen unsinnig, sage ich mal, aber es wird seine Gründe haben. Und dort müssen wir erstmal ein Attribut Type definieren. Dort muss fix der Wert rein, Signature, und ein Unterobjekt, das nennt sich Location, und in die Location muss die Information rein, wo sich denn das Unterschriftenfeld befindet und wie das ausschauen soll. Wo es sich befindet, wird in dem Attribut Search definiert. Dort kann man einen Suchschlüssel reinschreiben, nach dem in dem Dokument gesucht werden soll. Und dann haben wir hier noch Angaben zu Höhe, Breite und Positionierung. Höhe 70, Breite 140, das kann frei gewählt werden, aber ich folge jetzt hier einfach den Empfehlungen von SignHost und ich habe vorher Tests gemacht in dem Dokument, mit dem ich teste. Passen diese Werte auch ganz gut und dann können wir nochmal so ein Offset eintragen von -5, das ist aus meinem Test, wie gesagt, vorhin hervorgegangen. Und dann haben wir die erste Unterschrift konfiguriert. Jetzt navigieren wir wieder so weit zurück, dass wir die zweite Unterschrift noch konfigurieren können. Auch hier wieder Unterobjekt Signature 2 konfigurieren wir. Der Typ ist wieder Signature. Jetzt muss ich auf meinen Spickzettel drauf schauen, dass ich nichts verkehrt mache. So, Signature, genau. Und dann brauchen wir die Location entsprechend noch, die genauso konfiguriert wird wie für die erste Unterschrift. Der einzige Unterschied ist, dass wir als Suchschlüssel nicht Signature 1, sondern Signature 2 eingeben. Dann die Höhe definieren, 70, die Breite definieren, 140 und den Offset von -5 hinterlegen. Und damit sind wir mit dem ersten Teil der Konfiguration, nämlich mit den Formsets, fertig. Jetzt wechseln wir in die zweite Node auf Ebene des Bodies, nämlich die Signers, klicken auf Configure. Ich schaue parallel wieder auf meinen Spickzettel, was ich konkret machen muss, dass ich nichts auslasse. Genau, und haben jetzt hier einmal Signer 1 und Signer 2. Die müssen beide definiert werden. Beim ersten Signer definieren wir jetzt das Formset, den Namen des Formsets, den wir definiert haben, Signature 1. Und das war's. Wir können zurück navigieren und beim zweiten wieder Namen des Formsets heißt dann hier Signature 2 und wir können das Ganze speichern. So. Das war der komplizierte Teil der Integration, ehrlicherweise, ja. Diese Metadaten hinzuzufügen. Es wird nicht komplizierter, das kann ich jetzt schon sagen.
Hier noch spannend, es gibt die Funktion von Field Updates in Integrate und hier möchten wir nach Callout ein Field Update machen. Wir möchten im System, um den Prozess automatisiert weiterführen zu können, sagen, dass die Metadaten hochgeladen wurden. Set Metadata Flag nenne ich dieses Field Update und dann können wir hier jetzt einen Feldnamen auswählen. Signhost uploaded Metadata C, so heißt dieses Feld und das möchte ich gerne auf True setzen. Und zwar, wenn dieser Callout durchgeführt wurde und wo in meiner Scope, meiner Contract Scope möchte ich das gerne setzen. Klick auf Speichern und habe damit auch das sichergestellt. Jetzt aktiviere ich das Mapping, wird geprüft, passt alles, bestätigen und es kann weitergehen mit dem Upload der Datei. Wir wechseln wieder in den Provider. Wechseln in den Endpunkt, Add File und legen das Mapping an. Nenne ich wieder genauso. Add File. Speichern. So, wechseln in das Mapping rein. Und auch hier geht es darum, dem System den Datenkontext beizubringen. Genau das gleiche über den Metadaten. Ne? Also wir arbeiten auf Ebene des Contracts. Contract. So, und dort zugehörig wollen wir uns zugehörige Content Document Links mit in den Kontext aufnehmen. Aber nur das jeweils erste wieder. Also sagen wir eine neue Record Rule hinzufügen. Limit Value 1 speichern wir. Und darunter dann eine Child Scope, nämlich das Content Document. Gut. Zurück ins Mapping. Und wir konfigurieren uns erstmal wieder die Header oder den Header. Es gibt ja diesen Application Header hier wieder. So, App Key und unseren App Key. Und wir brauchen jetzt einen zweiten Header, den wir in dem Attribut vorhin noch nicht konfiguriert haben. Also wir speichern das mal, wechseln nochmal in das Attribut und holen das nach. Also in den Endpunkt, Entschuldigung, und holen das nach. Klicken auf Configure, Outbound, Header. Ja, weil wir den Content Type noch explizit mitgeben möchten. Definieren wir den hier auch als Attribut. Und wenn wir in das Mapping wechseln, auf Configure klicken, Header, haben wir jetzt auch die Möglichkeit, den Content Type zu definieren. Also standardmäßig in der Konfiguration hatten wir Application Octet Stream gewählt. Signhost verlangt von uns aber Application/PDF und den können wir dann hiermit überschreiben, diesen Application Octet Stream Header. Speichern wir und klicken nochmal auf Configure. Diesmal geht es um den Body. Ja, und am Ende ist es so, dass wir jetzt hier aus dieser Scope Content Document den Body befüllen und zwar mit unserer Content Version ID, Latest Published Version ID. Klicken auf Speichern und sind hier mit der Konfiguration fast fertig. Ja, also auch hier haben wir wieder zwei Field Updates, die ich gerne setzen möchte. Das eine ist, ich möchte ein Flag setzen, Flag File Upload nenne ich das und wir haben ein Feld vorher angelegt, Signhost uploaded File _c möchte ich gerne auf True setzen, wenn der Callout erfolgreich durchgeführt wurde. Im Contract das Ganze speichere ich und dann möchte ich für, wenn es den Prozess mehrfach gibt, dieses Metadaten-Flag Reset Metadata Flag gerne zurücksetzen wieder,
sign host uploaded metadata unterstrich C auf false setzen wieder, wenn der Callout erfolgreich durchgeführt wurde. Wenn ich jetzt hier was Falsches eintrage, nur so als Information, das wird validiert. Jetzt wird erstmal noch validiert, dass die Scope fehlt. Ich klicke auf Speichern, es wird validiert. Ja? Also man kann hier keine Fehleingaben machen, ohne das System das mitbekommt. Ich klicke auf Speichern. Da wird 2 File-Updates angelegt. Aktiviere das Mapping. Bestätige das Ganze und es kann in den Endspurt gehen, nämlich das Anlegen des letzten Mappings zum Starten der Transaktion. Wir wechseln dazu wieder in den Provider, wechseln in den Endpunkt Start Transaction und erzeugen uns dort das Mapping. Nennen wir den Endpunkt Start Transaction und wechseln da rein. Datenkontext benötigen wir wieder, ist der Contract. Hier brauchen wir sonst keinen weiteren Datenkontext, da reicht uns der Contract. Wir klicken auf Configure. Und hier müssen wir wirklich nur den Header definieren und sonst nichts. Also Header Application App Key wird ersetzt später, speichern. Genau, und das war's. Ein Field Update möchte ich auch hier konfigurieren, nämlich um das File Flag, das ich gerade gesetzt habe, wieder zu resetten. Reset File Flag. Natürlich kann man sowas auch in den Flows machen, die wir dann später noch erstellen für die Invocation. Ich finde es komfortabler, es hier zu machen. Dann sind die Flows auch schneller erstellt. Der Field Name, sign host uploaded File und soll bitte auf false gesetzt werden, wenn dieser Callout erfolgreich durchgeführt wurde. Scope muss ausgewählt werden. Contract speichern wir und es ist erledigt. Wir aktivieren dieses Mapping und sind fertig mit der Konfiguration in Integrate. Starten jetzt mit der Invocation über Flows. So, die Invocation über Flows funktioniert, indem wir einfach Flows anlegen. Wir wechseln ins Setup von Salesforce. Öffnen hier Flows. Und sagen, wir möchten gerne einen neuen Flow erstellen. Und Start möchte ich das mit dem Screen Flow, das heißt, ich sage Start from Scratch, Screen Flow. Und ja, erstmal, was müssen wir machen? Wir brauchen 3 Schritte. Ne? Einmal ein Assignment einer Variable, damit starten wir. Assign, damit tragen wir quasi oder ermitteln wir die ID des Contracts, auf dessen Ebene wir uns befinden und speichern den in eine Variable, die wir erzeugen, die nennen wir IDs. Typ Text, mehr als einen Wert erlauben, jups. Fügen dann die ID, nee, falsch, eine weitere Ressource hinzu, nämlich wieder eine Variable, die wir Record ID verwenden, um an die ID des auslösenden oder des grundlegenden Records zu kommen. Record ID vom Typ Text, available for input ist jetzt wichtig. So, fügen wir jetzt hier hinzu, damit ist Assignment erledigt. Jetzt fügen wir eine Action hinzu für den Callout selbst. Hier integrate Callout. Und dort muss einmal die ID des Mappings definiert werden. Create Transaction, ich habe das hier noch offen. Kopieren wir uns raus, wechseln in den Flow, kopieren dort diese Mapping-ID rein und in den zweiten Parameter, den Integrate hier erwartet, diese zuvor definierte Variable der Parent-IDs. So, und was wir dann noch wollen, ist ein Screen, der uns sagt, ob alles geklappt hat oder nicht. Header brauchen wir nicht. Wir blenden hier einfach ein Display-Text ein. Mal ein bisschen größer und dort kommt eine Ressource rein, nämlich Outputs from Callout Message. Das will auch noch Screen.
Message, so haben wir es genannt. Jetzt nimmt das an, genau. Jetzt speichern wir das Ganze. Start Signature Process. Speichern wir. Aktivieren wir. Und haben unseren ersten Flow angelegt. Jetzt, ja, was macht dieser erste Screenflow? Der startet oder der erstellt diese Transaktion. Jetzt wollen wir weitere Flows definieren, die den Prozess dann jeweils fortführen. Das starten wir jetzt mit einem Record-Triggered Flow, der dann die Metadaten hochladen soll. Record-Triggered bedeutet jetzt an der Stelle, dass wir uns hier den Contract als Objekt aussuchen, wenn ein Record abgedatet wird, und zwar wenn diese SignHost-ID nicht null ist, dann soll das bitte ausgeführt werden, aber nur dann, wenn diese SignHost-ID sich verändert hat. Ist changed true. So, was wir jetzt hier brauchen, ist ein asynchroner Pfad. Warum? Weil Salesforce synchron nach Änderungen an der Datenbank keine Callouts zulässt, wird eine Fehlermeldung kommen. Deswegen muss man hier einen asynchronen Pfad wechseln. Und hier, ähnlich dem, was wir gerade eben gemacht haben, gibt es erstmal so ein Assignment-Element. Wir erzeugen hier wieder diese Ressource, Typ Variable, IDs, Datentyp Text, mehr als eine, und fügen jetzt hier an der Stelle aber die ID des auslösenden Contracts ein. Brauchen wir keine weitere Variable, und dann als Action wählen wir den Integrate Callout. Mapping ID, jetzt um die Metadaten hinzuzufügen, das ist die 13 hinten. Kopieren wir uns hier rein, verweisen hier auf diese Variable und haben unseren zweiten Add Metadata, unseren zweiten Flow erstellt und aktivieren ihn und können mit dem dritten Flow. So, jetzt habe ich gerade noch einen Fehler entdeckt in der Konfiguration unseres ersten Mappings, nämlich das Mapping zum Erzeugen dieser Transaktion. Dort haben wir jetzt noch vergessen, Inbound-Werte zu konfigurieren. Wir haben nur Outbound konfiguriert. Das heißt, wir gehen nochmal in dieses Mapping, deaktivieren das nochmal, weil Integrate nur zulässt, an inaktiven Mappings Konfigurationsänderungen vorzunehmen. Klicken auf Configure. Inbound ist aber ganz wichtig, ja, und sagen bitte das Attribut, den Wert aus dem Attribut ID bitte speichern in den Contract und dort in unser Feld SignHost ID speichern wir, aktivieren das Mapping wieder, bestätigen das Ganze und der Fehler ist behoben. Gehen in den Flow-Builder, jetzt erzeugen wir den dritten Flow, der sehr, sehr ähnlich ist zu dem, den wir gerade erzeugt haben. Also im Prinzip können wir auch Add Metadata nochmal in den Flow reingehen und abkürzen. Save as new flow, add file. Genau, weil im Prinzip erstmal alles gleich ist. Ja. Der einzige Unterschied ist, dass wir hier in dieser Aktion am Ende eine andere Mapping-ID angeben müssen. Jetzt muss ich mir die Mapping-ID einmal raussuchen. Das wird wahrscheinlich die 14 sein, aber ich gucke sicherheitshalber mal. Add File. Da haben wir unser Mapping. Genau, mit der 14 kopiere ich mir raus, wechsle in den Flow, kopiere ich mir rein, speichere. Reicht noch nicht, weil wir die Bedingungen hier noch anpassen müssen. Und zwar an der Stelle ist es so, wir wollen dann diesen Flow starten, wenn dieses Flag, dass die Metadaten
ähm, hochgeladen wurden, auf True steht und wenn dieses Flag verändert wurde. So, das sind die beiden Bedingungen, die wir hier wollen. Speichern, aktivieren und es folgt unser letzter Flow. Auch hier können wir wieder einfach kopieren, geht schneller. Start Transaction nennen wir den. Fangen wir diesmal bei den Bedingungen an. Das ist ein bisschen einfacher nachzuvollziehen, glaube ich. Gehen auf Editieren. Wir haben ein anderes Flag, wenn das File hochgeladen wurde. Ne, das war jetzt verkehrt. Signhost uploaded File, das ist es. Kopiere ich mir gleich raus. Muss true sein, muss verändert sein. Signhost uploaded File, da haben wir es. So, jetzt hat. Und dann entsprechend wieder hier in dem Callout add file start transaction ist hinten die 15. Das kopiere ich mir hier wieder raus. Speichern und aktivieren. So, jetzt haben wir die Flows auch angelegt. Letzter Schritt, der noch fehlt, ist, dass wir auf Ebene des Vertrags eine Action anlegen, die diesen Screenflow startet. Flow, create Signhost Transaction, start Transaction, start Signature, ist ein bisschen schöner, so speichern das Ganze, fügen das in unser Page Layout ein, dass es auf der Seite auch angezeigt wird. Mobile and Lightning Actions, Start Signature, fügen wir uns hier ein, speichern das Ganze und sind mit der Konfiguration fertig. So, und hier ist mir gerade ein Fehler passiert, den ich jetzt noch eben korrigiere. Und zwar, wenn ich konfiguriere Outbound Body, habe ich in diesem zweiten Signer vergessen, das E-Mail-Feld zu konfigurieren. Und das hole ich jetzt noch nach. Also Attribut E-Mail soll bitte von der Scope Customer Signed By befüllt werden und dort aus dem Feld E-Mail. Und ich speichere das und der Fehler ist behoben.